Schönen guten Tag. Wir sind's, die Piranhas, 2 von denen. Hallo. Und wir erzählen was über Computerspiele hier. Im Rahmen einer Veranstaltung, die wöchentlich erscheint hier, immer montags um 10 Uhr. Und heute ist das Thema, weiß ich nicht. Heart of Society. Was ist denn das? Das bedeutet so viel wie in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Genau. Weiß auch jeder sofort, was jetzt kommt, ne? Weil in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist eng verwandt mit Computerspiele, ne? Weil das ist so der Spruch, so geflügelte Phrase, habe ich noch nie gehört vorher. Ja? Nee. Weißt In du, der wie Mitte der Gesellschaft angekommen. So, wir sagten sowas. Weißt du, wer das sagt? Weißt du, wo das eigentlich herkommt? Politiker? Mhm. Ja? Ja. Wer denn? Ja. Das war 2017. Da hat unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel tatsächlich die Gamescom eröffnet. Und im Rahmen ihrer Eröffnungsrede hat sie gesagt, Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Als sie ihr Minecraft gezeigt haben, ja? Das war eine etwas Klötze andere da? Situation. Ja, ach, weiß ich auch nicht, ja. Ja. Ja, Und? genau. Stimmt das denn? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, Zocken ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Stimmt das? Und die haben Folgendes gesagt. Absolut. Da bin ich vollkommen von überzeugt. Es ist Mainstream geworden. Das kann man blöd finden, weil es manchmal auch ganz schön ist, wenn man nicht mit dem Strom schwimmt und gerne was machen möchte, was nur so ein gewisser Kennerin- oder Kennerkreis kennt. Aber die Zeiten sind vorbei. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch schön, weil man sich mit total vielen Leuten über Gaming unterhalten kann. Und das konnte man halt in den Nullerjahren oder in den 90er Jahren nicht. Zocken ist definitiv deutlich zugänglicher geworden für viele Leute und auch hat viel Verständnis gefunden in der breiten Masse. Also vor allem durch die Switch, durch die Flut an Mobile Games, die mehr und mehr interessanter und besser und tiefer sind, auch als nur so 3 verbindet. Ich würde noch nicht ganz in der Mitte sagen. Dafür sind noch zu viele Leute da, die nie gezockt haben. Aber wir nähern uns. Absolut. Aber 100%. Viel mehr als, ja. Ich würde aber auch erst sagen, erst seit den letzten so 10 Jahren, ich glaube doch YouTube und Twitch hat schon viel beigetragen da auch, dass es irgendwie, glaube ich schon. Aber absolut. Ja und? Was sagst du? Ich würde sagen, alles ist wie häufig ein Prozess. Ja. Natürlich sind Spiele in der Mitte der Gesellschaft angekommen, denn Es zockt irgendwie jeder, es gefühlt. zockt irgendwie so gut wie jeder, ganz genau, ne? Also im Grunde genommen Konsolen, PCs und ganz vorne mit dabei, Handys, ne? Tablets und jeder zockt. Ich muss mal überlegen. Ich glaube wirklich, also kenne ich jemanden, der nicht zockt? Gut, jetzt bin ich natürlich in einem speziellen Also ich habe im Bubble. Wartezimmer gesessen beim Hausarzt und dann saß ein älterer Herr dort mit seiner Dame und der sagte, guck mal her, die haben ja alle ein Handy. Guck mal, der auch. Und er saß dann da ganz alleine mit seiner Frau und sie so, die vielleicht nicht. Ja, das könnte sein. Ja gut, also meine Eltern zocken. Deine auch. Ihr, auch schon ältere Herrschaften, ne? Ja, insofern, was lernen wir daraus? Macht irgendwie jeder und trotzdem hinkt der Ruf dem Ganzen ein bisschen hinterher, ne? Also es ist noch gar nicht so lange her, da war die Berichterstattung über Spiele in den Medien gar nicht mal so gut. Ja, wir hatten immer diese leidige Killerspieldebatte, ne? Da gab's sehr viel hin und her. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Studien darüber, was wiederum sehr interessant ist, dass man wissenschaftlich nachlesen kann, ja, wie aggressiv machen Spiele denn tatsächlich? Und die neuesten Studien, die umfangreich gemacht worden sind, ergeben tatsächlich tendenziell eher nö. Was wir uns eigentlich auch schon lange gedacht haben. Computerspiele sind jetzt nicht der Grund dafür, warum jemand Amok läuft zum Beispiel. Kann der Harry bei denen denn seinen kaputten Controller, den er immer in der Ecke feuert, dann einklagen? Ich glaube kaum. Nee? Nee.
Also natürlich gibt es trotzdem Probleme an den ein oder anderen Stellen. Die sind aber dann irgendwie, also da würde ich mir an der Stelle eher Hilfe suchen. Und gucken, wenn ich wirklich Suchtfaktoren zum Beispiel sind so ein Thema in den Medien irgendwie, die kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Da sollte man sich natürlich auch Hilfe suchen, wenn man jetzt überdurchschnittlich viel, irgendwie das Gefühl hat, ich komme überhaupt nicht mehr los davon irgendwie und hab das Gefühl, ich muss das machen. Dann sollte man sich schon ein bisschen Hilfe holen. Allerdings ist dieses Thema gar nicht mehr so präsent. Ne? Also diese negativen Dinge, die Spiele belasten, die uns natürlich auch begleiten in der Branche, die sind jetzt gar nicht mehr immer nur das, was in den Medien vorkommt, sondern auch sehr viele schöne Sachen. Und die Tatsache, dass zum Beispiel die Bundeskanzlerin die Gamescom eröffnet hat, ist natürlich erstmal ein total positives Signal für alle Spieler und Spielerinnen da draußen und natürlich auch für uns als Entwickler zum Beispiel, weil wir, im Grunde genommen dann nicht nur sowas wie Anerkennung erfahren, sondern auch sowas wie Normalität. Und genau das ist es ja, wo man hin will, ne? Mit all seinen Vor- und Nachteilen in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Ja, was gibt es denn mittlerweile so an Medien? Etwas, was mir sehr aufgefallen ist, sind so, wenn etwas Besonderes heraussticht, dann findet es in den Medien statt. Etwas, was sehr lange in der Berichterstattung war zum Beispiel so Pokémon-Treffen. Oh ja, das stimmt. Ja. Irgendwelche Bekloppten rennen durch den Wald und durch irgendwelchen öffentlichen Parks und gucken auf ihre Handys. Ne? Und zu dem Zeitpunkt haben da auch alle gedacht, oh mein Gott. Obey. Da gehen sie alle hinterher. So, und ich habe da hinten Pokémon gesehen. Ja, wo denn? Da ist doch gar nichts. Da sind doch alle bekloppt hier. Ja, eigentlich schon, ne? Und wir waren auch ein von den Bekloppten. Das Schlimmste daran waren noch nicht mal die Bäume, die im Weg standen, sondern eher so, mein Akku ist gleich leer. Kennt ihr das? Da musste man sich diese komischen dicken Packs so, weißt du, die Handys werden immer kleiner, immer leichter so, aber die wurden immer schwerer dann gefühlt. Ne? Jeder hatte so seine Ersatzpacks hier, die Powerbanks und was weiß ich alle, ne? Ich glaube, Pokémon hat auch dafür gesorgt, dass da an der Stelle so ein bisschen mehr Power und so weiter dann auch verfügbar wurde, sage ich jetzt mal. Das hat tatsächlich so einen Boom ausgelöst. Ne? Ja, wir haben uns da auch so ein richtiges dickes Pack zugekauft. Ja. Ne? Damals hatten sie ja noch alle Angst, oh mein Gott, das geht jetzt nie wieder weg. Jetzt sind immer alle auf den Straßen und jagen Pokémon, das ist natürlich Quatsch. Das Ne? ist aber auch echt ein Phänomen. Es gibt immer einen Trend für irgendwelche Sachen und der ist dann gerade am Boomen und wenn das vorbei ist, dann gibt es wieder was anderes. Das ist ja eigentlich normal und trotzdem denken immer wieder alle so, jetzt kann man nie wieder normal durch die Straßen laufen, ohne irgendwelche Pokémon-jagenden Leute, die man dann aus Versehen vielleicht übersieht. Ja. Ja, muss man aufpassen. Warum ist das denn so? Warum funktioniert das nur bei Pokémon? Das ist ein Phänomen, ja. Es gab sehr viele Sachen, dass man auch sagt, ja, das ist ja super bekannt, das kennt ja jeder oder so. Ich kannte es nicht. Oh Gott, Björn hat noch nie Pokémon gespielt vor Pokémon Go. Pfui. Stimmt, habe ich nie. Ja. Aber das hat mich dann doch interessiert und fand ich cool, ja. Und das ist halt eine Sache, die blieb hängen. Von Harry Potter gab's eins, ne? Das ist auch bekannt, ja. Ich meine, was ist das erfolgreichste Spiel, was gerade verkauft wird, ja? Das heißt, daran hat's auch nicht gelegen, ne? Das Spiel war nicht gut genug oder was weiß ich was. Haben sie wieder eingestellt, ja. Das haben die dann wieder eingestellt, ja, und kam auch nichts Neues. Ich habe da gedacht, so der nächste heiße Scheiß ist irgendwie Zombie-Apokalypse mit einer Brille irgendwie und die Viecher kommen auf einen zu und du musst dann wegballern mit deinem Handy oder so, Es gab ja auch mehrere Versuche, irgendwie sowas nachzuahmen, aber nie wieder so einen starken Boom wie bei Pokémon. Das stimmt. Das war aber auch immens. Ja. Ne? Ja. Was sagt mir das? Menschen sind faul vielleicht? Nee, das glaube ich nicht. Hat er nicht gesagt, ne? Oder? Nein, aber das würde ja bedeuten, es würde überhaupt nicht funktionieren, oder? Ich glaube, das war was Neues Spielzeug. Und danach haben die Leute gemerkt so, oh Scheiße, ich muss nach draußen. Wäre doch perfekt gewesen bei der Pandemie. Alle rennen durch den Wald, so. Genug Abstand und alles so was, ne? Hat aber nicht wirklich, vielleicht wurde das ein bisschen mehr wieder, ne? Dass Leute Pokémon gespielt haben, um ihren Grund zu haben, rauszugehen oder so. Aber trotzdem, irgendwie gab da nichts Neues, ne? Das ist echt eine interessante Sache. Nein, Leute, ich glaube, die Menschen sind tatsächlich so, ich merke das an mir selber. Ich möchte das gerne irgendwie gemütlich haben beim Spielen, ne?
Das ist so irgendwie abschalten, so, und jetzt gehe ich in irgendwelche interaktiven Welten oder sowas, ne? Und dann lege ich mir den Controller in den Schoß und so, sitze auf der Couch schön gemütlich oder so, oder habe links Tastatur, rechts die Maus, wie auch immer, je nachdem, ne? Ob man auf dem PC rumdaddelt und irgendwelche Sachen macht oder so. Ich glaube, damit hat das viel zu tun. Ne? Ja, und auch die Peripherie ist klar, ne? Weil Handy ist natürlich ein bisschen unkomfortabel. Entschuldigung. Glaube ich nicht. Ne? Nee, ich glaube, das liegt eher daran, also vielleicht liegt es daran, dass Leute dann weniger rausgehen, ne? Also dass es immer nur so eine Zeit gibt, so Frühling, schönes Wetter, dann gehen sie wieder mehr, uselig draußen, nö, dann nicht. Mhm. Aber dass das überhaupt nicht, das ist so eine Singularitätsfrage, glaube ich. Wenn du du erzeugst irgendwie etwas Einzigartiges, wie so ein Pokémon Go oder so ein Minecraft oder so ein, was weiß ich, es gibt ja mehrere von diesen Dingern, wo du erst gar nicht mit rechnest und die dann total einschlagen und die haben dann so bestimmte Muster, die dann total greifen, bis ins Kleinhören, habe ich den Eindruck. Also der Sammeltrieb, den dieses Pokémon Go ausgelöst hat, ne, der war sehr, sehr stark vorhanden und du konntest dann auch noch so eine Art wie Community-Gameplay da irgendwie mit einfügen, mit deinen Freunden zusammensammeln und später auch tauschen und solche Sachen. Das war natürlich wirklich ein starkes Zugpferd. Und wenn du auch nur kleine Nuancen daran änderst, wie sie es zum Beispiel bei Harry Potter gemacht haben, funktioniert das auf einmal nicht mehr. Dann fällt der Sammeltrieb irgendwie ab. Das hat nicht mehr gegriffen. Das ist ein Phänomen, ja. Ja. Ich würde es nicht wagen, es zu wissen. Ja. Oder mir anzumaßen, irgendwo, also ich sag jetzt, Leute sind faul oder so, das kann ich sagen, ja. Weil VR ist dasselbe Ding, ne? Das heißt also, wer setzt sich denn so eine Brille auf und hampelt da rum? Ich meine, ne, ist ja schon geil so, ne? Aber es ist anstrengender. Man macht weniger VR und mehr so irgendwie mit Bildschirm, ja. 3D-Kino, genau dasselbe Phänomen, ne? Ja. Kam dann und war dann neu und fanden alle super und so. Mittlerweile gibt es unheimlich viele Verfechter, die sagen, nee, bloß kein 3D, das ist mir zu anstrengend oder sowas, ja. Oder ne, haben vielleicht auch gesundheitliche Probleme, weil sie da irgendwie, was weiß ich, Motion Sickness bekommen oder irgendwie so ein Krempel, ne. Das hat da schon mit zu tun. Das heißt also, die Peripherie, irgendwie dieses augmentierte Reality-Gedöns, ne, das muss besser werden, sonst ist das, ne, von wegen in der Mitte der Gesellschaft angekommen so, ne? Das heißt, es muss komfortabel sein. Es muss komfortabel sein, das ist so wie Internet ist jetzt überall verfügbar so, ja, jeder hat ein Handy, jeder kommt sofort ins Internet. Sag mal, wie war das denn nochmal da und dies und das? Ja, warte, ich guck mal eben nach, so, ja, das guckt jeder nach, so, das ist sofort, wo ist mein Handy, ich guck mal eben. Ja, das macht irgendwie jeder und das ist normal. Ne? Mit dem Zocken ist das auch so, ne? Habe ich jetzt Bock zu zocken oder so? Was ist bei uns das Zünglein an der Waage? Ob wir spielen oder was anderes machen? Müdigkeit. Na, so, ganz klar. Na, Sie weiß sofort, was ich meine. So, ja, das ist halt, es strengt an, es macht irgendwie was mit einem und so, weißt du? Und wenn du irgendwie, weiß ich nicht, von der Schule nach Hause kommst und so einen ganzen Nachmittag Zeit hast und so, ne? Und dann zockst du halt irgendwie stundenlang und irgendwann guckst du auf, oh, boah, 22 Uhr, ich muss so eigentlich wieder ins Bett oder so. Naja gut, okay, wir haben auch bis 3 Uhr nachts gezockt, ne? Es gibt einige, die machen das heute noch, auch von uns, ne? Also, Aber das ist tatsächlich irgendwie das Wichtigste, ne? Die Verfügbarkeit ist nicht mehr das Problem, glaube ich. So, ne? Kommt natürlich drauf an, ob man jetzt unbedingt eine Playstation haben will, eine aktuelle oder sonst was. Aber es gibt so großes Angebot an Dingen, die man tun kann, spielen kann, ja, dass man da schon was findet. So, ne? Und bei uns ist halt irgendwie der Krieg immer um den großen Bildschirm zu Hause, ne? Und dann macht man Alternative, ne? Dann hat einer irgendwann ein Handheld, der andere hat ein Tablet und so weiter, damit man irgendwie in einem Wohnzimmer auch zusammen spielen kann, obwohl man gar nicht miteinander spielt. Ja, wenn ich Leute gefragt habe, warum spielst du denn jetzt irgendwie kein VR, dann habe ich oft gehört, irgendwie gibt es kein Spiel. Das heißt, Ja? wenn man jetzt den Bogen schließt irgendwie, wann... Oder die Technik ist noch nicht gut genug oder so, das habe ich auch sehr oft gehört. Ja gut, aber dann trotzdem gilt das irgendwie, die Auswahl der Spiele, die richtet sich ja auch häufig nach der Nachfrage und das ist dann wie so ein Teufelskreis, ne? Das heißt, Medien berichten über Innovationen. Wenn es irgendwie was Cooles Neues gibt, irgendwie gibt's das gerade nicht, ist Flaute, dann berichten die auch nicht besonders über irgendwas, dann findet auch da gerade nichts statt. Das Auge Saurons guckt gerade nicht hin und ja, dann ist das erstmal so am Rumdümpeln, würde ich sagen, ne? Ja. Das hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Was ich persönlich total spannend finde, das vielleicht auch an euch, worüber die Medien auch ab und zu mal berichten, sind Awards zum Beispiel.
Also Preisverleihungen. Ja. Es gibt in Deutschland mehrere Preisverleihungen, auch für Spiele und Spielehersteller. Und ja, das sind zum einen der deutsche Computerspielpreis, der ganz offiziell auch vom Bund mit gefördert wird. Und der findet einmal im Jahr statt und bepreist im Grunde genommen sowas wie Computerspiele, die in Deutschland, aus Deutschland hergestellt werden und so ein bisschen auch noch drumherum mit einer großen Gala und so weiter. Und dann gibt es noch einen weiteren Preis, einen großen, das ist der Deutsche Entwicklerpreis, der findet jährlich meist im Dezember statt oder eigentlich immer. Und der bepreist quasi nochmal Computerspiele und wertvolle Spiele, die in und rund um Deutschland entstanden sind. Und das Spannende für uns als Entwicklerinnen ist, wie viel davon bekommt ihr mit und wann ist das für euch spannend und wann nicht. Also es gab viele Überlegungen, die ich zum Beispiel mal mitgekriegt habe, ist sowas wie, ja, sollen da wirklich nur Deutsche bepreist werden oder vielleicht auch ein bisschen was Internationales. Diese Ansätze gab es auch tatsächlich schon immer, dass es auch sowas wie eine internationale Kategorie gibt, wo dann auch andere irgendwie mitbepreist werden, weil das vielleicht dann spannender ist für den Zuschauer. Oder dann gab es mal einen Publikumspreis, dann gab es den wieder nicht. Oder weil dann immer nur die bekannteren Spiele gewinnen und die kleinen Indies dann wenig Chancen haben, weil die noch nicht so eine große Community haben und so weiter und so fort. Viele Diskussionen und die interessante Frage ist, wann wäre es für euch spannend zu sehen, wer da prämiert wird, was für Spiele da stattfinden, vielleicht so eine Gala, was müsste das haben und wann ist das unspannend? Das würde mich mal interessieren. Cool. Wo wir schon bei der Community sind, hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja. Okay, ich nehme mal diese Frage, weil ich sie gerade lustig finde. Die Frage geht an... Also das ist sehr seltsam. Die Frage, @Jenny schreibt hier jemand, könntest du Björn fragen, woher er so Wörter kennt wie Klumpatsch? Weißt du, woran das liegt? Nee. Weil du die Fragen raussuchst. Ach so. Ja, und die immer vorliest. Ne? So. Das ist die Antwort auf die Frage, auf deine Frage, ja? Und die andere Frage, Klumpatsch. Ich komme aus Münsterland. Ja, ich bin geboren in Emsdetten und bin eigentlich Wahlbochumer seit über 20 Jahren. Und das ist so, dass mein Vater damals hier tatsächlich sogar Kumpel war. Ne? Der war hier Grubenkumpel. Ne? Und der hat... ja, im Grunde genommen sind hier meine Wurzeln so, aber aufgewachsen bin ich tatsächlich im Münsterland und daher kenne ich das. Grubenkumpel bedeutet, der hat eine Zeit lang unter Tage auf einer Zeche gearbeitet, ja? Ja, hoffentlich beantwortet das eure Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, Klumpatsch, keine Ahnung, irgendwie ziemlich lokal, ne, würde ich sagen. Ja, Klumpatsch, ja. Ich pack mal meine Brocken zusammen und geh mal runter, so, ne. Das kommt auch aus der Ecke irgendwie. Ich benutze im Alltag häufig irgendwie komische Wörter. Das ist mir dann aber nicht bewusst. Wenn ich bewusst darüber nachdenke, dann fallen mir mal keine ein. Ja.